Herzlich willkommen, Freunde, zurück zu einer neuen Folge Gone Home. Und ja, in der letzten Folge haben wir ja den Schlüssel gefunden zu einem, in Anführungszeichen, Keller. Und ich habe einfach mal offline ein bisschen oder offscreen einfach mal ein bisschen nachgeschaut, wo der Keller sein könnte. Und ich habe die Tür gefunden, die verschlossen war, die wir ganz vergessen haben. Und zwar ist die unten im Erdgeschoss, den Gang immer entlang. Oder hier war ja diese Küche mit dem Stuhl da hinten in der Ecke, genau. Und dann immer den Gang hinten weiter. Und dort ist die verschlossene Tür gewesen. Ich glaube, den Zettel haben wir, glaube ich, schon gelesen, ne? Ja, genau, der Dachboden. So. Und hier gehen wir jetzt rein und schauen, was dort passiert. So. Jetzt hier mal an der Schnur machen, das Licht an. Schauen, was hier unten los ist. So, ich mache mal das Licht an. So, Aktenordner weg. Liebe Samantha, ich möchte Ihnen meinen herzlichen Dank für Ihre Einladung zum Thanksgiving mit Ihrer bezaubernden Familie in Ihrem Domizil bedanken. Ich habe die wohlschmeckenden Kartoffeln sehr genossen und obwohl es merkwürdig war, so lange Zeit mit deinen Eltern zu verbringen, war es auch spaßig zu sehen, wie schwierig es für deinen Vater ist, mehr als 30 Sekunden am Stück nicht komisch drauf zu sein. Mit äußerst herzlichen Grüßen, Ihre enge Freundin und Vertraute ollii. Liebe Miss DeSoto, die Antwort. Erlauben Sie mir die Gelegenheit zu ergreifen, mich bei Ihnen herzlich für die von Ihnen erhaltene Gastfreundschaft auf dem Anwesen Ihres Vaters nach dem zuvor genannten Mahl mit meinen Eltern zu bedanken. Ich muss sagen, das Thanksgiving-Fest Ihrer Familie war das erfreulichere der beiden Veranstaltungen. Besonders schätze ich die Zeit, die ich mit Ihrer Großmutter verbracht habe. Eine wunderbare Frau mit einem gediegenen Geschmack und einem kultivierten Auftreten. Wir sollten das im nächsten Jahr zur selben Zeit wiederholen, wenn Sie möchten. Herzlichst, Madame Samantha Greenbrier. Okay. Schauen wir uns mal hier ein bisschen um, weil hier war ich nämlich noch nicht. It's different now. I mean, we still hang out all the time like before. But now when no one else is around, well, you know. So you could say we're dating. But it's secret. Secret dating? I don't know. I mean, I guess that's the real difference. Now when we get off the phone or go home for the night, or it's just quiet and we're alone, we say I love you. Oh, ist das schön. Es ist nicht mehr wie früher in den Rucksack gepackt. First Place hat da jemand gemacht. Ich denke mal, die Katie war das. K ist für amazing. A steht für anmutig. I für intelligent. T für talentiert. L für lebensfroh. I steht für idealistisch. Und N für nett. Caitlin. Okay, hier ist nichts weiter Interessantes dabei. Schauen wir mal hier in den Ofen rein. Ist hier kein Licht? Anscheinend nicht. Ah, da liegt eine. Er hat ja mal den Kopf rausgeschnitten. Dr. Richard Greenbrier Loro, Professor für English University of Oregon 1956. Okay, hier lag ein Brief. Sehr geehrte Samantha Greenbrier, herzlichen Glückwunsch, Sie wurden für den Schriftstellerkurs des Reed College Sommerprogramms 1995 zugelassen. Wir freuen uns außerdem aufgrund Ihres Portfolios und Ihrer Schulakte Ihnen finanzielle Unterstützung zu gewähren, die 75% der einfallenden Gebühren deckt. Die beigefügten Dokumente enthalten Details über Ihren Stundenplan, optionale Zusatzkurse und den Ihnen zugewiesenen Wohnheimplatz. Wir freuen uns sehr auf Ihre Teilnahme am Sommerprogramm. Nochmals herzlichen Glückwunsch. Julie Morris, Leiterin Antragsbewilligung. I'm so stupid sometimes. I was telling Lonnie that I got into my college summer program thing.
And I was all making plans like, you should come visit me, stay in my dorm room. But she said, Sam, I ship out on June 6th. I was like, ship out? To where? She said, to basic training. What did you think I was doing all that ROTC stuff for? I guess she's been planning to join the army right after high school since she was like 12. And I guess she's really going to do it. So I was like, after graduation, I'm just never going to see you again? She said, let's just have fun while we can. Oh, die Arme. Abreisedatum in den Rucksack gepackt. So. 14.000 Goldanhänger, Herzanhänger in 2 Hälften, individuell anpassbar, bis zu 10 Zeichen, Namen, Daten, Initialen, was immer sie träumen können, als Geschenk verpackt importiert. L&S. Lonnie und Samantha. Ja, das ist das Buch. Ach, da steht was oben. Lieber Terence, vielen Dank für das Exemplar deines neuen Buchs, das du mir geschickt hast. Der erste veröffentlichte Werk eines Autors ist was ganz Besonderes. In der Thematik habe ich auf jeden Fall meinen Sohn wiedererkannt. Das Werk eines Autors ist eine Externalisierung dessen, was er liebt und was er fürchtet. Und in dieser Hinsicht, glaube ich, war deine Arbeit erfolgreich. Aber die Linse, durch die das Persönliche leuchtete, war unnötig getrübt durch Klischees des Genres und unglaubwürdige Ex Machina entsprungen aus Science-Fiction-Schundheftchen. Ich gratuliere dir zum Bestehen dieser Feuerprobe namens Veröffentlichung und bin sicher, dass es viel Anklang finden wird. Ich möchte dich jedoch ermuntern, diese Künstlichkeit abzulegen. Du kannst es besser. Mit der Liebe und dem Zuspruch eines Vaters, Dr. Richard Greenbrier. Oh, Mensch. Es wird immer rührender. So. Kommt man in einen Raum, macht man das Licht zuerst an. So. Damit wir auch was sehen. Masons Apotheke, Januar bis Juni 1960. Hier liegen so viele Sachen rum. Der Wahnsinn. Hallo Sam, viele Grüße von den Multnomah-Fällen. Ich bin hier auf so einer dämlichen Klassenfahrt ausgerechnet jetzt im März, wo es hier in Oregon so kalt ist und nur regnet. Schade, dass du nicht hier bist. Warte mal, du bist hier. Denn ich schreibe dir was im Souvenirladen. Oh Mist, da kommst du gerade. They tell you to stick with the group on field trips, Katie. There's a reason for that. Lonnie and I snuck off on the side paths at Multnomah Falls and got a little lost. Okay, a lot lost. Like, for hours. Right before the bus left, we found a trail and came running down the path, soaked and covered in mud, shouting for the bus not to leave. The school called home. Mom and Dad said, you didn't get into trouble like this before you met that Lonnie girl. But I don't think they know about us. The kids at school, though, I'm really afraid that's a whole other story. Stick with the group, Katie. Stick with the group. Bleib bei der Gruppe, Katie. X-Ray Specs. Okay, hier haben wir noch eine Kassette. Okay, brutale Musik. So, Yolanda de Soto, Hector Marie de Soto. Liebe Sam, ich bin so froh, dass dir das Bild gefallen hat. Ich habe an uns gedacht, als ich es gezeichnet habe. Ich wusste, dir würde das auffallen. Mexiko würde dir wahrscheinlich gefallen, glaube ich. Die Natur ist hier so völlig anders als zu Hause.
Ich stelle mir immer Allegra und ihren ersten Offizier vor, wie sie auf einer geheimnisvollen Insel gestrandet sind, wo sogar die Pflanzen ihnen was antun wollen. Und dann denke ich wieder an dich. Ich liege hier im Bett und kann dich beinahe fühlen. Ich habe versucht, mich zurückzuhalten, bis wir wieder zusammen sind, aber das hat wohl nicht so gut geklappt. Immerhin habe ich es versucht. Okay, genug davon. Dein letzter Brief erreichte mich erst einen Tag, bevor wir uns wieder auf dem Rückweg nach Norden gemacht haben. Mit diesem Brief fahren wir nun um die Wette. Wenn ich vor ihm zu Hause bin, können wir ihn gemeinsam lesen. Und ja, ich mache Unmengen an Fotos. Wir werden so viel Zeit zusammen in der Dunkelkammer verbringen müssen. Tu amor, Lonnie. Ach, das sind wirklich zwei beste Freunde. Es ist wie eine Droge. Das erste Mal war mitten in der Nacht in einem Zimmer. Ich machte auf und Lonnie küsste mich. Die Uhr zeigte 3:13 Uhr an. Also das muss ich nicht weiterlesen. Ey, was? Ich? Nein. Was? Ey. Okay. Dann lesen wir es halt nicht weiter. Girl Scout, vormals Cub Scout. Setlist. Role Model, Authority, Main Squeeze, Telling Stories, Instruction, First Mate, Self, Girl Scouts, Daniel. Todd's band lost their singer. Todd said he sucked. Lonnie said he got sick of Todd's shit. And he was complaining about needing a new singer. So Lonnie was like, I can sing. And they were all kind of like, you can? And she was like, probably. But she's been rehearsing with them for like a week now. And I finally got to see them play in Todd's basement today. And she's actually really amazing. I feel so proud when she's on stage. It's incredible being in awe of someone you love. So everybody knows it's like a temporary situation till she ships out in June. But till then, I'm gonna be at every single show. Schade, ich dachte, jetzt steht hier der Code oben. Warum habe ich das jetzt gewusst? Das ist nämlich das Jahr, als er gestorben ist, 1963. Schwesterherz. Ich schreibe hier. Okay, wir lesen den Brief in der nächsten Folge. Bis dann, Freunde. Ciao.